Wir starten heute mit der Interviewreihe Nachhaltiges Bauen und Leben und unser erster Gast ist heute der Jonas Stave, der Experte ist auf dem Gebiet nachhaltige Energietechnik. Genau, also es wäre super, wenn du dich jetzt kurz vorstellen würdest. Ja, hallo. Ja, danke für die Einladung zu dem Interview. Genau. Und wie gesagt, mein Name ist Jonas Stave. Ich bin hier an der HFT Stuttgart im Bereich der Energietechnik-Forschung tätig, im Zentrum für nachhaltige Energietechnik. Vielleicht ein bisschen zu meinem Werdegang. Ich habe 2008 in Biberach und Ulm erneuerbare Energietechnik studiert. Das war auch so ein Rundumschlag über alle erneuerbare Energieformen, die es so gibt. Habe dann zwischen dem Abschluss vom Bachelor und meinem Beginn mit dem Masterstudium auch schon in der Energietechnikbranche gearbeitet, war da für ein halbes Jahr mal in Mainz bei einem großen Windkraftanlagenbauer und bin dann nochmal auch in die Schweiz gegangen und habe da auf Almhütten so kleine Kleinstwasserkraftanlagen gebaut, genau, um mich da auch mal ein bisschen mit der Thematik zu befassen. Und dann habe ich mit meinem Masterstudiengang angefangen. Das war der Studiengang SENSE, das steht für Sustainable Energy Competence. Und das ist dann auch nochmal so ein sehr breit gefasster Nachhaltigkeitsstudiengang. Und genau, den habe ich, es war wieder ein Kooperationsstudiengang zwischen den Hochschulen Ulm, Rottenburg und Stuttgart. Und eben über Stuttgart bin ich dann hier auch einem Zentrum für nachhaltige Energietechnik in Stuttgart in der Forschung gelandet. Erst war ich hier als Zivi und dann bin ich irgendwie hier ja, dauerhaft reingerutscht. Ah ja, super, okay. Und du bist ja auch Teil des CoLab-Teams für den Solardecathlon. Was genau machst du da beim Solardecathlon? Ja, also da versuche ich auch so als Schnittstelle zwischen dem studentischen Team und der Forschung zu stehen, also dass die Forschung auch in das Projekt integriert wird. Genau, das geht über mehrere Wege. Ich biete zum Beispiel an, dass die Studierenden und die Teilnehmer des Teams auch zum Beispiel ihre Abschlussarbeiten oder Projektarbeiten bei uns in der Forschung schreiben können, mit aber im Hinblick auf den Solar-Decathlon oder seit auch jetzt zwei oder ja, das sind sogar schon mehr Semester, seit ein paar Semestern biete ich zum Beispiel auch das interdisziplinäre Seminar HFT Goes Green an. Das ist auch ein Wahlfach, das sich damit beschäftigt, dass Studierende ihre eigenen Ideen zu einem nachhaltigen Campus hier in Stuttgart entwickeln können. Und dieses Seminar hat auch sehr viele Schnittpunkte mit dem Solar Decathlon und das versuchen wir da auch miteinander so zu verknüpfen. Okay, alles klar. Und kannst du irgendwie sagen, woher dein Interesse für nachhaltige Energietechnik kommt? Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich schon immer sehr naturverbunden war oder meine ganze Familie sehr naturverbunden ist und ich aber auch so, ich sag mal, so technisches Verständnis oder ich habe einfach als kleines Kind auch in der Werkstatt von meinem Papa schon gebastelt und getüftelt und war dadurch auch einfach, ich sag mal, von der Kraft der Natur immer schon so fasziniert. Also, dass da irgendwie man aus Wind Energie schöpfen kann oder wie kraftvoll die Sonne sein kann oder Wellen im Meer. Und irgendwie hat sich das irgendwie ja schon in der Schulzeit dann gefestigt. Und nach dem Abitur war ich dann eigentlich relativ planlos, was ich machen sollte, in welche Richtung es gehen soll. Und habe dann eben auch auf einer Studienmesse von diesem Studiengang erfahren, der sich voll mit erneuerbaren Energien auseinandersetzt. Und das war damals 2008 noch so ein bisschen was eine Besonderheit, dass es wirklich den Fokus auf diese erneuerbaren Energien gab in einem ingenieurstechnischen Studiengang. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mir das einfach mal an und war dann eigentlich von Anfang an da, hat es einfach gepasst, mich mit den Themen Ja. auseinanderzusetzen. Ja. Und kannst du jetzt sagen, was dir auch am meisten Spaß macht jetzt an deinem Job? Ja, also ich glaube, es ist einmal so eine Interaktion hier in der Forschung, also dass man zwar schon Experte in einem speziellen Gebiet ist, aber dadurch, dass hier die HFT im Speziellen ja auch sehr breit aufgestellt ist mit Bauthemen und anderen Themen, dass man ja einfach jeden Tag mit unterschiedlichen Problemen zu tun hat
und das aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann und immer was Neues dazulernt. Das ist das Tolle in der Forschung. Eben diese verschiedenen Fachbereiche, die man kennenlernt. Das hat natürlich auch sehr viel zu tun mit den Menschen, mit denen man täglich zusammenarbeitet. Und es sind dann jetzt nicht nur die Kollegen, sondern eben auch wie im Solar Decathlon, dass man auch noch einen Draht zu den Studenten hat, zu der Verwaltung. Das ist immer sehr toll. Und aber auch die Freiheit in der Forschung, weiterhin so tüfteln zu können und manchmal auch Sachen einfach ausprobieren können. Jetzt nicht nur am Computer arbeiten, sondern vielleicht auch mal Tests, Versuche auf dem Teststand zu machen. Das fasziniert mich nach wie vor am Job. Ja, cool. Du hast ja auch an ganz diversen Projekten mitgemacht, zum Beispiel auch beim Forschungsprojekt iCity, wo es um Trends der Urbanisierung und Gestaltung der Zukunftsstadt geht. Kannst du mir da sagen, was da so die wichtigsten Forschungsergebnisse sind? Ja, also das Projekt läuft ja noch, deswegen ist es immer abschließend schwer zu sagen, was sind jetzt die Ja, wichtigsten Forschungsergebnisse. Aber was ich finde, sich da sehr herauskristallisiert, ist, dass die Stadt der Zukunft, dass es da schon auf eine Vernetzung drauf ankommt von verschiedenen Themenbereichen. Aber diese Vernetzung muss nicht unbedingt, sage ich mal, jetzt hoch technisiert sein. Aber es ist einfach ja, in der Stadt, in dem Lebensraum, da fließen viele Einflussfaktoren zusammen. Und all diese Faktoren müssen irgendwie berücksichtigt werden in zukünftigen Konzepten. Und es geht dann natürlich irgendwie von einer Energieversorgung mit den Themen, die ich mich vor allem so beschäftige, erneuerbare Energieversorgung. Aber es sind auch andere Themen wichtig, wie dass natürlich der Wohnraum auch bezahlbar und lebenswert bleiben muss. Man muss irgendwie versuchen, inklusives Leben in der Stadt herzustellen oder die ganzen ökologischen Aspekte wie auch Lärmbelastung und dass die Luft in der Stadt ja, nach wie vor eine gute Qualität hat. Das sind ja einfach diese Vielzahl der Aspekte, dass man die alle berücksichtigt und eben diese unterschiedlichen Forschungsdisziplinen, die sich dann mit diesen einzelnen Aspekten befassen, dass die vernetzt werden müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, der sich in diesem iCity-Projekt herauskristallisiert. Genau. Und ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ich tue mich bei iCity speziell mit einer Industrieliegenschaft beschäftigen. Also wir versuchen dort bei der Firma Bosch in Schwieberdingen, das ist ein großer Industriecampus, dort das Kälte- und Wärmenetz zu optimieren. Und wenn man jetzt an die Stadt denkt, denkt man ja jetzt vielleicht nicht im ersten Blick an eine Industrieliegenschaft, aber da gibt es zum Beispiel auch diese Vernetzungsgedanken, dass man sagen kann, okay, es gibt dort zum Beispiel große Abwärmepotenziale, die derzeit ungenutzt zum Beispiel sind. Kann man die nicht irgendwie mit einer anliegenden ja, Nachbarschaft verknüpfen und dort Synergieeffekte herstellen? Ja, das sind so die Punkte, die ich denke, da wesentlich sind. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Genau, du beschäftigst dich ja auch mit urbanen Energiekonzepten. Bedeutet das dann genau sowas oder was genau bedeutet dieses Wort urbane Energiekonzepte? Ja, genau, also dieses Begriff urbane Energiekonzepte oder Entwicklung von urbanen Energiekonzepten ist auch, glaube ich, sehr breit gefasst, aber im Endeffekt geht es erstmal darum, wenn man sich jetzt eine Stadt oder auch vielleicht eine Kommune anschaut, erstmal eine Art Potenzialanalyse zu machen oder auch erstmal den Bedarf der Energie für diese Stadt festzusetzen und zu schauen, was wird überhaupt benötigt, wie hoch ist denn der Energiebedarf in dieser Stadt. Und das kann man zum Beispiel natürlich durch Messwerte machen. Das ist aber manchmal also in so großen Kommunen schwer, alle Messwerte zu bekommen. Deswegen nutzt man da zum Beispiel auch Simulationen und über 3D-Gebäudemodelle kann man dann mittlerweile sehr gut den Energiebedarf von so einer Stadt abschätzen. Und wenn man dann erstmal den Bedarf hat, kann man sich zum Beispiel Gedanken machen, wie können wir jetzt in erster Linie zum Beispiel den Bedarf auch reduzieren, zum Beispiel durch Sanierungsmaßnahmen. Und dann im zweiten Schritt schaut man sich auch an, ja, welche Potenziale zum Beispiel an erneuerbaren Energien gibt es in der Kommune, in der Stadt vor Ort und macht dann Berechnungen, berechnet zum Beispiel das Solarpotenzial,
schaut, ob es zum Beispiel noch irgendwelche eben auch Abwärmeströme gibt, die es gibt und versucht dann diese einzelnen Energieformen auch intelligent miteinander zu verknüpfen und dann ein Energiekonzept zu erstellen, was für diesen Standort in Frage kommt. Genau, also das ist so. Und es ist dann praktisch immer je nach Standort ganz, ganz individuell zugeschnitten und man schaut sich halt immer die Begebenheiten vor Ort an. Könntest du denn sagen, wie das jetzt in Stuttgart ist oder in der Stuttgarter Region, welche Energieform da am meisten Potenzial hat? Ja, also das im Stuttgarter Bereich, im innerstädtischen Bereich ist es ja manchmal auch schwer. Da ist ja meistens so, dass der Energieverbrauch immer höher ist als das, was man wirklich jetzt direkt vor Ort erzeugen kann. Aber wenn man jetzt auch in Stuttgart so vor allem auf die, sag ich mal, auf die Dächer schaut, da wird es einem als Ingenieur, der vor allem sich auch mit solartechnischen Themen beschäftigt hat, manchmal ganz schwer ums Herz, wenn man sieht, dass nicht mal jedes 10. Dach belegt ist mit Solarenergieanlagen. Und da denke ich vor allem in der Zukunft wird da weiterhin vor allem die Photovoltaik eine große Rolle spielen, weil man einfach die Chance hat, vor Ort wirklich ein großes Potenzial an solarem Strom zu erzeugen. Und das Tolle an der Solarenergie oder am Strom ist es ja dann auch, dass der sehr flexibel nutzbar dann im Endeffekt ist. Also ich kann ihn wirklich für den ganz normalen Hausstrom nutzen, aber ich kann auch mit mittlerweile hocheffizienten Wärmepumpen den Strom für die Wärmeerzeugung im Stadtgebiet nutzen. Und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter denkt und dann zum Beispiel die Wärmepumpen noch das Potenzial aus zum Beispiel Abwasser, aus Abwasserkanälen schöpft, dann werden da auch wieder ganz spannende Konzepte raus. Und das war auch ein Schritt, den wir eben auch jetzt hier an der Hochschule gemacht haben, um zu schauen, okay, welche Energiepotenziale gibt es hier am Campus, und da war auch das größte Potenzial für die Energieversorgung vor Ort eben auch die Photovoltaik. Genau, zu guter Letzt hast du noch einen Tipp für mich und die Zuschauer, wie man nachhaltiger leben kann? Ja, also ich hab mir das auch überlegt, was vielleicht auch so direkt umsetzbar ist. Und ja, und als Ingenieur oder so denkt man dann immer gleich an so Sachen wie, was man so als Faustregel kennt, zum Beispiel irgendwie die Heizung um 1 Grad runterregeln, spart 6% Energiekosten und damit auch Energie ein. Oder ja, gerade auch zur jetzigen Zeit das Stoßlüften natürlich besser ist, als dauernd auf Kipp zu stellen. Aber ich habe dann noch mal ein bisschen weiter gedacht und eigentlich ist, glaube ich, das Wesentliche einfach diese Thematik der Nachhaltigkeit, sich dafür ein Bewusstsein zu schaffen und vielleicht auch einfach mit Leuten mal drüber zu reden und den Gedanken für so eine nachhaltige Lebensweise einfach in die Öffentlichkeit rauszutragen. Und ich glaube, je mehr man diese Thematik ja im Auge hat und sich darüber unterhält, desto eher kommt auch eine Umstellung bei jedem eigenen selber zustande. Ja. Ja, das waren doch jetzt auf jeden Fall schöne Abschiedsworte. Und genau, dann vielen Dank für das Interview und für die super Antworten, die du gegeben hast. Bis dann. Vielen Dank, macht's gut, ciao. Ciao.